Hallo? Lisa Schröder? Ja. Wer spricht? Mein Name ist Alexander König. Ich glaube, wir haben uns noch nicht persönlich kennengelernt. Aber ich habe von Ihnen gehört. Ich habe ein interessantes Angebot für Sie. Ein Angebot? Worum geht es? Das erkläre ich Ihnen lieber persönlich. Haben Sie morgen um 14 Uhr Zeit? Im Café Himmelsblick? Ich weiß nicht. Ich denke, es könnte sich lohnen. Ich freue mich auf Sie. Und? Jemand namens Alexander König. Er will sich mit mir treffen. Angeblich ein Angebot. Klingt mysteriös. Wirst du hingehen? Ich glaube, ja. Vorsicht, Lisa. Nicht jeder, der freundlich wirkt, hat gute Absichten. Lisa Schröder? Schön, Sie kennenzulernen. Danke für die Einladung. Also, worum geht es? Direkt zur Sache, das gefällt mir. Wir helfen Menschen, ihr Potenzial zu entdecken. Ich habe gehört, dass Sie kreative Ideen haben und gut mit Menschen umgehen können. Von wem haben Sie das gehört? Ich habe meine Quellen. Und was genau würden Sie von mir erwarten? Ich suche jemanden, der unser Projekt mitgestaltet. Jemanden mit neuen Ideen. Sie wären in der Konzeption und Umsetzung involviert. Und warum ich? Instinkt. Ich habe ein gutes Gespür für Menschen. Und ich denke, Sie könnten perfekt zu uns passen. Das klingt alles interessant, aber ich habe noch Fragen. Natürlich. Fragen Sie. Wer finanziert das Projekt? Und gibt es Risiken? Sie sind vorsichtig. Das ist gut. Ich kann Ihnen versichern, alles läuft legal ab. Es gibt Investoren, aber das ist nicht Ihre Sorge. Sie sollen sich nur auf Ihre Arbeit konzentrieren. Also, sind Sie dabei? Nicht jeder, der freundlich wirkt, hat gute Absichten. Ich denke, ja. Eine gute Entscheidung, Lisa. Willkommen im Team. Also hast du zugesagt? Ja. Es klingt nach einer echten Chance, Sarah. Aber irgendwas fühlt sich komisch an. Komisch wie? Ich weiß nicht. Alexander ist charmant, professionell, aber ich hatte das Gefühl, dass er mir nicht alles sagt. Und was willst du jetzt tun? Erstmal anfangen. Vielleicht übertreibe ich einfach. Oder vielleicht nicht. Du hast dich entschieden. Jetzt sei vorsichtig. Du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.